Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute ist es endlich soweit. Wir werden uns heute in den YouTuber-Dungeon begeben. Versuch Nummer 2, ja. Wir haben jetzt unser komplettes Damage-Equipment gefunden und werden es jetzt auch dementsprechend ausrüsten, ja. Für alle Leute, ich erkläre es nochmal ganz kurz, die nicht verstehen, warum ich jetzt so lange nochmal gewartet habe für Anlauf Nummer 2. Der Gegner hier one-shottet mich, inklusive meine Begleiter, immer und zu jeder Tageszeit, ja, also er ist hat ultra viel Schaden, so, ne, aber hält halt nicht sehr viel aus. Das heißt, es bringt mir nichts, eine 3er-Attributswaffe zu haben, das heißt, mir bringt es nichts, zusätzlich Leben zu haben, weil der mich so oder so one-shottet, ja, deswegen ist es nur sinnvoll, auf Damage in dem Fall zu gehen, um ihn selbst mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, nämlich viel Schaden, weil er hat nicht viel Leben, weil er dementsprechend so viel Schaden hat. Ja, deswegen haben wir uns die letzten Tage darauf vorbereitet, dass wir jetzt das Damage-Equipment ausrüsten und auch anziehen können. Ja, und das Ganze werden wir jetzt auch tun. Und zwar, ich werde das mal hier, oh, nice, können wir sogar in den Kessel werfen hier. Und zwar habe ich eine Kriegerwaffe gefunden. Ich habe eine Kundschafterwaffe gefunden und ich habe 2 Waffen hier am Start, die ich ausrüsten kann. Momentan soll es ja noch so sein, dass der Runenschaden wohl irgendwie verbuggt ist. Das heißt, es funktioniert nur der Eisschaden gegen Dungeon-Gegner mit Runenresistenzen. Im PvP ist wohl alles gleich. Aber es ist wohl nicht sinnvoll, wenn man jetzt keinen Eisschaden hat, ja, mit Feuer- oder Blitzschaden in Dungeons reinzugehen, die Resistenzen haben. Erhöhte Schwierigkeit, aber ich sehe hier gerade, er hat, glaube ich, gar keine Resistenzen, oder? Verursacht Feuerschaden ist hier. Warte mal, haben die irgendwas hier? Ne, ich glaube, die sind tatsächlich ohne Runenresistenzen. Das heißt, hier zählt der Bug jetzt zum Beispiel nicht. Wir haben ja eine Waffe rechts raus mit 4745, dann haben wir eine mit 4000, aber mit Rune, plus 23 Schaden. Und hier haben wir eine mit 4200 und auch nochmal Schaden. Ich würde sagen, die legen wir weg und wir behalten die hier, weil erstmal hat die mehr Feuerschaden, sie hat eine bessere Spanne und ja, das ist es eigentlich. Und die Waffe, die hat zwar keine Rune drauf, aber die hat rechts raus so viel Schaden. Und ja, auf Intelligenz ein bisschen mehr, ne? Aber hier, die hat nur 54 im Durchschnitt mehr und die haben 67, die beiden. Die hat zwar keine Rune drauf, ja, aber dieser Rechtsrausschaden, der könnte interessant sein, so, ne? Ja, deswegen weiß ich nicht, ob es halt besser ist, jetzt das hier zu nehmen. Das macht halt 23% mehr Schaden, so, ne? Eigentlich wäre das hier bald besser, aber ich möchte halt diese große Spanne haben. Das ist halt das große Ding so, ne? Wo ich noch nicht ganz genau wusste, was mache ich jetzt nun. Ja, und deswegen weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie das jetzt nun ist, ob der jetzt nun irgendwie Resistenzen hat oder nicht. Ich glaube zumindest nicht, sonst wird es, glaube ich, da stehen, ne? Aber ich möchte, glaube ich, zumindest die Waffe hier ausrüsten. Ja, und zwar werden wir es so machen. Sockeln das Teil hier, zack, müssen wir auch nochmal Pilze investieren, so, ne, ist natürlich schade, aber ist egal, machen wir einfach. So, jetzt werden wir folgendermaßen das machen, und zwar bekommt er hier die Waffe und bekommt hier einen Edelstein, zack, mit Intelligenz, natürlich, ne, ist klar. So. Dann werden wir auf den Marquardt gehen und der bekommt diese Waffe und bekommt einen Intelligenzstein. So, jetzt haben wir die beiden schon mal ausgerüstet. Jetzt gehen wir auf die Kunigunde. Die bekommt den Bogen hier. Geschickbogen haben wir tatsächlich mit Feuerschaden, guter Spanne. Let's go. So, und bekommt hier auch einen Geschickstein rein. Zack. Also macht noch mehr Schaden. Und der Bertram, da haben wir tatsächlich auch eine Waffe gefunden für mit Stärke drauf, schon gesockelt, rechts raus, viel Schaden für den Bertram und bekommt diese und einen Stärkestein rein. Ja, also jetzt sind wir komplett auf Stärke gemaxt.
sag ich mal. Ne? Und natürlich werden wir jetzt auch noch die ganze Sache hier verzaubern, weil sonst macht das natürlich nicht viel Sinn. Wir gehen in den Zauberladen und das wird jetzt auch nochmal viel Geld kosten hier. 10 Mille, 20 Mille, 30 Mille, 40 Mille, einfach mal 4 Skill Points. 4 Skill Points jetzt gewastet, aber ich werde mir die Waffen, glaube ich, im Nachhinein noch aufheben. Und ja, ich hatte ja im letzten Video angesprochen gehabt, ich werde das Ganze so trennen, dass ich jeden einzelnen YouTuber-Gegner aufheben werde für ein Video, denn ich weiß nicht, wie weit ich jetzt kommen werde. Es kann sein, dass wir jetzt trotzdem noch stuck sind. Es garantiert keiner, dass wir jetzt den einfach so easy besiegen. Ne? Also der kann trotzdem viele Pilze kosten oder auch gar nicht möglich sein, im schlimmsten Fall. Und deswegen möchte ich pro Folge dann einen Gegner haben, weil das könnte sonst pilztechnisch ein bisschen zu heavy werden. Es könnte sein, dass wir irgendwo hard stuck sind und gar nicht weiterkommen. Dann müssen wir halt wieder ein bisschen warten. So, ne? Und deswegen, ja, also versprochen ist hier gar nichts. Deswegen werden wir das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, wie es aussieht. Ich würde sagen, Keystrow, erster Gegner in der Dauerschleife der Idole. Wir sind komplett ausgerüstet hier mit allen Sachen. Ich bin gespannt, was wir jetzt für einen Schaden machen. Das sieht immer noch nicht so gut aus, aber es ist schon mal ein Versuch wert, ein bisschen reinzupilzen, sag ich mal so, ne? Ich sag mal, wenn die Crits stimmen sollten, ja, dann könnte der tatsächlich gut machbar sein. Aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Und ihr seht, wie viel Schaden der hier raushaut. Ne? Es ist egal, wie viel Leben wir haben, weil 1,6 Milliarden Leben haben wir nicht. Das haben wir alle zusammen nicht. Und deswegen, ja, müssen wir halt die Taktik fahren mit Schaden drauf. Ne? Und ich bin wirklich gespannt, ob wir den diese Folge hinkriegen werden. Ich habe mir kein Pilzlimit jetzt gesetzt, großartig. Ich möchte eigentlich mal so einen einigermaßen perfekten Try sehen. Das heißt, jeder von meinen Begleitern, inklusive mir selbst, haut einen Crit raus mit einer guten Spanne. Ja. Erstmal einen Crit raushauen ist ja schon mal eine Glückssache. Das wäre jetzt ein Try. Jetzt noch ich einen Crit, dann wäre er jetzt down gewesen. Ja. Also ist definitiv machbar. Ich möchte von jedem einen Crit sehen und dann halt auch noch spannentechnisch rechts raus auch noch relativ hoch. Das ist halt, da muss man halt doppelt Glück haben sozusagen, ne? Dass man crittet plus noch eine gute Spanne raushaut. Und ja, deswegen müssen wir da einfach drauf hoffen. Jetzt nochmal ein Crit. Oh, Alter, ich glaube, ich habe da irgendwie einen übersprungen. Woran lag's? Woran lag's, Keystrow? Zeig her. Der Bertram hat einen schwachen Crit rausgehauen. Der Marquardt hat auch keinen sehr guten Crit rausgehauen. Kunigunde kann ich nicht einschätzen, war glaube ich okay. Ich war glaube ich auch okay. Aber da muss von Bertram bzw. vom Marquardt noch ein bisschen mehr kommen, damit wir hier wirklich jetzt weiterkommen werden. Ja. Und wir gehen das Ganze mal ein bisschen schneller an und hoffen auf den Try, der uns hier den Sieg bescheren wird. Ja. Das sind schon gute Versuche. Und ich sag mal so, dieser eine Try, der war unter 1 Million. Oder was war es? Unter 1 Million Leben. Das war ja mal, also das wäre eigentlich schon, also da hätte er uns eigentlich schon den Sieg gut schreiben müssen. Also das ist ja wirklich, das Restleben, das braucht man ja gar nicht mehr dazu zählen, wollte ich sagen. Keystrow, wir haben Keystrow tatsächlich gelegt bekommen. Ja, der Plan ging auf, die Taktik ist aufgegangen. Leute, es hat funktioniert. Wir sind natürlich in der Zwischenzeit auch stärker geworden, ganz klar. Ne? Also unser Charakter hat ja in der Zwischenzeit auch gelevelt. Und ja, es fühlt sich verdammt gut an, dass wir jetzt hier den ersten Gegner vom YouTuber-Dungeon gelegt haben. Wir bekommen sogar ein neues Item. Die Kunigunde bekommt ein neues Item. Ja, und in der nächsten Folge ist hier der A-Pierre dran. Und ey, es hat funktioniert. Es hat funktioniert.
Ich weiß nicht, wie viel wir im ersten Video im YouTuber Dungeon ausgegeben haben an Equipment. Aber es war, nee, warte mal, was habe ich gerade gesagt? Ich weiß nicht, wie viel wir an Pilzen ausgegeben haben im ersten Versuch, als wir den YouTuber Dungeon versucht haben zu legen an Pilzen. Ja, so war das, glaube ich, richtig. Aber auf jeden Fall ist es diesmal deutlich weniger als letztes Mal. So, das wollte ich damit sagen. Ne, also die Taktik ging tatsächlich auf. So, oh, Alter, Kunigunde, Junge. Plus 60 Stats und Lebensenergie plus 7%. Das ist auf jeden Fall besser als Widerstand gegen Feuer plus 16. Alter. Alter, da freut sich die Kunigunde. Warte mal. Das verbessern wir sogar 3-mal. Ja? Das hier ist 2-mal verbessert. Gegenstand zerlegen wir. Das ist heftig. Die bekommt auch den besten Stein hier. Krasses Item, krasses Item. Haben wir uns verdient auf jeden Fall. Kunigunde freut sich, ja. Hat ein bisschen mehr Leben. Bringt zwar jetzt auch nicht viel, aber ja, zumindest in dem Dungeon nicht. Aber natürlich hilft uns das bei den anderen Dungeons auch deutlich weiter. Und ja, ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge aussehen wird. Ob wir den nächsten Gegner jetzt auch geplättet bekommen. So einigermaßen easy, sag ich mal, wie jetzt diesen hier. Aber lasst euch da auf jeden Fall gesagt sein, dass es jetzt weitergehen wird. So, ich muss mal kurz nochmal die Waffen alle wechseln hier. Und dann der Bogen, zack. Ja, es geht auf jeden Fall weiter in der nächsten Folge, in der nächsten Episode. Und ja, ich hoffe, ihr seid da wieder am Start. Da versuchen wir auf jeden Fall wieder live den nächsten YouTuber-Dungeon-Gegner hier zu legen. Und das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertungen und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.